Ich bin zufrieden. Ja, ich bin zufrieden. Sonne kommt, safe. Ich bin Ricardo Matera. Das ist die Stahlwerkstatt und das ist eine Stückliste. Die Hängematte ist fertig. Einzige, was wir noch brauchen, ist ein Schwenkgrill. Und den bauen wir heute in der Stahlwerkstatt. Freunde und Freundinnen der schweißtechnischen Unterhaltung. Stückliste mit Skizzen. Die braucht ihr. Warum braucht ihr die? Weil ihr diesen Grill bitte nachbaut. Wir riskieren einen Blick auf die Tafel und schauen mal, was wir für Bauteile brauchen. 20er Quadratrohr, 2 mm Wandstärke. 15er Quadratrohr, 1 Wand, 2 Wand, man kann variieren. Ein Blech, Durchmesser 500, 2 mm stark. Weiteres Blech, 1570 lang, Pi mal Daumen, 100 hoch, 2 mm stark. Flacheisen, 30 x 5, 3 Stück, A300 mm, 60 Dreier Rohr, 5 Wand, ein Abdeckblech, ein Deckelchen, 60 3 x 2, Flacheisen, 40 lang, 30 breit, 5 mm stark, ein paar Stopfen, ein paar U-Scheiben, eine Ringmutter, Flügelmuttern und so weiter. Alles gut vermischen mit ein bisschen Temperatur, wird da ein schicker Grill draus. Halbzeuge nennt man das. Ja, die Halbzeuge stehen also fest. Jetzt müssen wir die bearbeiten und vorbereiten. Und das machen wir hiermit. Wir brauchen eine Schweißmaschine. Wir nehmen die DC-Wick 200 ST. Wir brauchen eine Säge und nehmen die MT3 ST. Wir brauchen einen Winkelschleifer, AWS 20 ST. Plasmaschneider, Cut 70P, inklusive Kreisschneider. Eine Handvoll magnetischer Schweißhilfen plus ein wenig Handwerkzeug. Geräte stehen bereit. Jetzt können wir mit den Vorbereitungen beginnen und wir starten mit dem Zuschnitt der Quadratrohre auf der Säge. Freunde, Material liegt bereit. Einmal kurz erklärt. 20er Quadratrohr für das Dreibein. Mobil und portabel und demontierbar. Das heißt, einfach zu zerlegen, werden wir die verbinden mit einem 15er Röhrchen. Das ist der Kollege. Flachstahl, 30 x 5. Daraus machen wir die Verstrebung für die Platte und mit einem kleinen Loch binden wir an unser Dreibein an. Ebenso bauen wir die Fähnchen, die an das Dreibein kommen. All das sägen wir uns jetzt, inklusive dem 60 Dreier Rohr. Das ist der Klumpen, den machen wir uns gleich ein bisschen sauber. Wenn wir das haben, sind wir einen Schritt weiter. Auf geht's, Zuschnitt.
Sehr schön. 2, 4, 6, 8, 9. 6, 3, 9, 3, 1. Fertig. Gerät sauber machen, ja, gepflegt in den Schrank zurück, nicht so voller Späne. Winkelschleifer raus, Lamellenscheibe drauf und etwas von Zunder befreien und die Bauteile schweißfertig machen. Druckluftfingerschleifer. In Action sehen? Bitte schön. Und jetzt Löcher bohren. Kommen wir zum Plasmaschneiden. Ja? Brauchen wir S235, ganz normale Tafel, 2 mm stark. Die erledigen wir mit der CAT 70P. Auf geht's, bisschen schneiden.
Kreise schneiden mit dem richtigen Werkzeug gar kein Thema. Jetzt kommt ein spannender Part, ja? Die Heirat, Kragen und Grundplatte, bisschen Form geben, bisschen ziehen, bisschen Magnethilfen nutzen. Auf geht's, schaut euch das an. Wir haben jetzt ein bisschen Überstand. Den haben wir gebraucht, um einen Hebelarm zu haben. Jetzt sauberen Trennschnitt setzen und den Kragen untereinander auf Stoß verbinden.
Kumpel hat immer gesagt, MTV mit the Finger. Es ist zwar ein F, aber er sagt MTV. Es funktioniert. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Jetzt sind wir wieder da. Bisschen Welding Porn gehört dazu. Auf geht's, schweißen. 75 Ampere, 10 Liter Durchfluss, Argon 4.6. Einmal Gasvorlauftrick und dann beginnen mit Schweißen. Den Kragen an das Bodenblech gebracht. 90 Ampere, Stromstärke eingestellt, funktioniert ganz prima. Lichtbogen so ein bisschen Richtung Blech gelenkt. Ja? Wichtig, man kann dann ein bisschen spielen. Brennerhaltung ist ein Thema. Ja? Hat ganz prima funktioniert. Großes Blech und Kragen, eine Geschichte. Jetzt machen wir es andersrum. Jetzt nehmen wir das kleine Rohr und versehen das mit einem kleinen Deckelchen. Auf geht's, noch ein bisschen wegschweißen.
Die obere Aufnahme für unser Dreibein wird jetzt gebaut. Einfach die 3 Fähnchen sauber aufteilen, 120 Grad. Das machen wir jetzt. Beinchen zweiteilig. Was wir jetzt machen, wir nehmen die Steckhülse, bauen die in das untere Bein ein. Somit kann das obere eingesteckt werden. Wenn die 2 Kollegen zusammengesteckt sind, sind wir 2 Meter lang. Sauber machen, ja? Lieblingsarbeit. Die Feuerschale möchte auch gehalten werden. Fähnchen kommen an die untere Beinhälfte. Höhe bei uns ist 555 mm, eine Schnapszahl. Das ist ein stabiler Grill. ,800 Grad, ja, 800 Grad. Der Lack, ich habe ihn schwarz gemacht. Schwarz, Standardfarbe, weiß in temperaturbeständig, habe ich nicht gefunden. Ich bin mit Schwarz aber sehr zufrieden. Und, oben hingucken, hängt wie eine 1. Hängt wie eine 1, Kette so weit eingekürzt, dass wir jetzt tatsächlich in der Pfanne das Grillrost liegen haben. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Ja? Das ist also die tiefste Stelle. Viel tiefer werden wir dann nicht mitgehen. Ganz im Gegenteil, eher höher. Und dazu dient uns oben der Haken. Den gucken wir uns natürlich jetzt nochmal an. Hier ist das Häkchen dran zum Verstellen. Das ist tatsächlich Chrom-Nickel, gebohrt, durchgesteckt. Und von der anderen Seite wurde das geschweißt. Dreibein. Dreibein in einer Folge, die wir mal etwas anders aufgezogen haben. Etwas anders, ein bisschen mehr auf die Bauteile konzentriert, damit ihr wisst, was ihr habt. Macht Pause, Bild auf Pause,
Man kann variieren, man kann variieren. Ihr habt gesehen, das Blech mit Magnethilfen drumzwirbeln und mit den großen Magneten, wir sind 90 Grad. Der Kragen ist 90 Grad, das Ding ist super sauber geworden. Ja? Wir können es demontieren. 1 Meter lang ist das größte Bauteil, eins der Beine. Ab in den Kofferraum und raus auf eine schöne Wiese und das Würstchen drauf. Ja? Funktioniert. Funktioniert. Keine Wurst ist so lecker wie die auf dem selbstgebauten Grill gegrillt wurde. Bauzeit ohne Kamera vielleicht 4 Stunden. 4 Stunden mit Ablängen, mit Bohren, mit Senken, mit Schweißen, Kette noch, oben das Bauteil schleifen. Also es sind ein paar Arbeitsschritte, aber die könnt ihr euch ja noch mal ansehen. Schaut es euch noch mal an. Es ist super simpel. Es ist wirklich ganz simpel. Fähnchen dran, ja? Sucht euch eine Höhe aus. Oberes Fähnchen, unteres Fähnchen, dann habt ihr eure Beine sehr schnell fertig. Alles in allem ein Grill. Übrigens, Rost raus, Feuer rein. Funktioniert auch. Ihr wisst, immer offen bleiben für irgendwelche Überraschungen. So, jetzt hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir legen hier gleich mal ein Würstchen drauf und wir sehen uns, wie immer, in der nächsten. Wir wünschen euch ein paar schicke Feiertage.